Hallo liebe Hausbauhelden, nachdem wir letztes Mal nach unserem Planungsfehler-Video so viel tolles Feedback von euch bekommen haben, kommt jetzt hier die Fortsetzung. Und zwar Fails rund um die Diele, also beliebte Planungsfehler zum Thema Eingangsbereich. Fail Nummer 1, Treppenantritt direkt neben der Haustür. Ist halt schade, wenn dann die Wange davor läuft, und überhaupt ist es auch sinnvoll, wenn man das hinkriegt vom Platz, wenn die Treppe nicht so ganz direkt neben der Haustür anfällt. Das wird oft aus Platzspargründen gemacht, aber bitte keine Engstellen und Stolperfallen im Eingangsbereich. Denn hier kreuzen sich wirklich die Laufwege, ihr wollt auch mal Gäste begrüßen. Niemand bekommt gerne ein Türblatt vor den Kopf, wenn er die Treppe runterkommt. Und der Fußabtreter ist die schmutzigste Stelle im Haus. Wenn ihr morgens barfuß vom Bett schnell zur Kaffeemaschine müsst, lauft ihr da immer drüber. Platzspartipp für kleine Häuser, lieber keine offene Treppe machen, Treppenantritt weg von der Haustür, denn unter einer geschlossenen Treppe kriegt ihr Stauraum unter. Für Kinder und Haustiere ist es weniger gefährlich und auch der Dreck fällt euch nicht von oben runter. Und natürlich brauche ich in der Diele auch noch Stauraum für Dinge, die ich nicht jeden Tag sehen will. Und da gibt es hier unter der Treppe einen Einbauschrank. Da kann ich sogar einen Kinderwagen reinschieben und verstauen. Ich habe hier Licht drin, habe hier ein Regal, wo ich Platz habe für meine Schuhe und für auch Kissen, für draußen, alles, was ich eben nicht immer sehen will. Und so schaffe ich es, dass meine Diele immer schön aufgeräumt ist. Fail Nummer 2, Vordach vergessen. Die richtige Planung fängt nämlich schon vor der Haustür an. Wenn ihr später ein Vordach anbringen wollt aus Glas, muss die Außenwand zumindest beim Holzfertighaus auch entsprechend vorbereitet sein. Und so ein schickes Glasdach ohne Entwässerung, wo euch dann bei Starkregen der Regenvorhang vorne runterläuft, ist nur so mittelpraktisch. Und ich habe hier auch so ein elegantes Glasvordach. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil es optisch nicht groß ins Auge fällt. Ihr müsst nur wissen, so ein Glasdach, das jetzt keine Entwässerung hat, wenn es wirklich stark regnet, läuft euch hier das Regenwasser runter, habt ihr hier so einen Regenschleier. Ist nicht schlimm, sollte man aber wissen. Auch Sicht- und Windschutz sind wichtig. Wenn ihr ein festes Vordach mit einplant, vielleicht noch mit so einer L-Lösung, habt ihr den Wind nicht so drin, es weht euch kein Laub und Schmutz rein. Ihr habt einen geschützten Übergang, sichtgeschützt von der Straße in euer Haus. Der Briefkasten ist im Trockenen. Außerdem bekommt ihr dann keine Probleme mit einer extra flachen Schwelle, wenn die nämlich nicht schlagregenbelastet ist, und könnt einen barrierefreien Eingang gestalten. Wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir, es gibt hier so ein vorgesetztes Eingangsmodul, wo auch sehr viele praktische Dinge gleich schon mit integriert sind. Also erstens habe ich natürlich jetzt auch hier die Überdachung für den Eingangsbereich inklusive Windschutz und integrierter Beleuchtung. Auch hier wieder der schwellenfreie Zutritt eben dadurch möglich. Und hier gibt es einen Einbauschrank, wo man ganz viele praktische Dinge unterbringen kann. Ganz wichtig ist dann nämlich im Innen auch eine Schmutzschleuse zu haben. Also das heißt, wenn Laub und Dreck reingetragen werden, dass ihr einen Läufer habt, der eingelassen ist, oder erstmal einen Fliesenboden, oder noch besser, ihr plant einen Nebeneingang über den Hauswirtschaftsraum oder den Carport, wo ihr mit dreckigen Schuhen, nassen Kinderwägen oder Hunden auch ins Haus kommen könnt, ohne euren Eingangsbereich dreckig zu machen. Fail Nummer 3, zu wenig Stauraum in der Diele. Ihr kommt rein, braucht Platz für Garderobe, Schuhe, Schirme, Schulranzen, und mit jedem Kind wächst die Anzahl an Schuhen und Jacken gefühlt exponentiell. 12 Quadratmeter Diele, es ist nicht eng, aber es wird schon schwierig hier mit einem Garderobenschrank. Das sieht man. Man kann natürlich jetzt hier so eine kleine offene Lösung machen wie im Musterhaus. Für einen Familienalltag braucht man in der Regel im Eingangsbereich ein bisschen mehr. Ganz wichtig ist, nicht die absolute Raumgröße muss groß sein, sondern ihr braucht sinnvolle Stellflächen. Und achtet bei der Technikplanung darauf, dass hinterher in diesen Schranknischen dann nicht der Heizkreisverteiler, die Auslässe für die Lüftungsanlage oder irgendwelche Steckdosen und Lichtschalter landen. Denn dann könnt ihr da wieder nichts reinstellen. Ganz toll ist auch ein Hauswirtschaftsraum, direkt von der Diele aus zugänglich, wo man einfach noch Schränke reinstellen kann, wo die Sommer- und Wintergarderobe verschwindet oder wo man auch mal schnell einen Kinderwagen reinschieben kann, wenn man bei schlechtem Wetter ins Haus kommt.
Und die Grundfläche von der Diele sind jetzt etwa 17 Quadratmeter. Das klingt jetzt erstmal viel, der Raum ist aber super ausgenutzt. Also einmal geht ja da noch die Treppe ab, die geschlossene Treppe, da ist eine Abstellkammer drunter, was total praktisch ist. Und hier, diese ganze Wand ist mit einem Einbaumöbel aus der Designschreinerei des Hausherstellers ausgekleidet, wo jetzt eben die Garderobe wirklich mal inszeniert wird. Wir haben ja auch über das Thema Treppe gesprochen und die kann man ja anstelle in der Diele auch im Wohnbereich laufen lassen. Mich würde interessieren, was ist euer Favorit? Treppe in der Diele oder offen im Wohnbereich und warum? Schreibt es mir in die Kommentare, ich mache euch gerne den nächsten Planungs-Fail-Ratgeber zum Thema Treppe. Denkt immer dran, bei der Diele, es ist nicht nur die Visitenkarte des Hauses, sondern auch eure Schnittstelle zur Außenwelt, wo ihr ankommen und das Chaos der Welt draußen lassen könnt. Das ist halt blöd, wenn die Diele dann selber chaotisch ist. Deshalb Augenmerk bei der Planung auf diesen Raum. Für einen guten Start in den Tag sind nicht nur Badezimmer und Kaffee wichtig, sondern auch, wie ihr das Haus verlassen könnt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Fleißig kommentieren, liken und gerne unseren Kanal abonnieren, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.